In diesem Video wollen wir noch ein Muster in Affinity Designer erstellen. Ja, ich hatte ja erst gesagt, wir machen unser Nahtlosmuster in Adobe Illustrator im letzten Video. Ich verlinke das hier mal und das funktioniert natürlich wunderbar. Aber es funktioniert auch in Affinity Designer und ja, das gibt ein paar Pluspunkte, warum man das auch mal machen und zeigen sollte. Nämlich, Affinity Designer hat zum einen hat das kein Abo-Modell. Ja? Das heißt, einmal gekauft ist es dein Programm. Und das ist natürlich ein dicker Vorteil, ne? Ob ich jeden Monat ein Programm bezahle oder ob ich einmal dafür Geld bezahle und noch nicht mal so viel. Und das dann für immer meins ist, ja, hat seinen Vorteil, gebe ich zu. Wir Grafikdesigner nutzen ja häufig Illustrator und Photoshop, aber es gibt auch Alternativen. Und Affinity Designer ist definitiv eine. Und wir schauen uns jetzt einmal am Rechner an, wie man da ein nahtloses Muster erstellt, das man dann auch wieder für POD-Seiten nehmen kann. Ja, wie versprochen sind wir jetzt in Affinity Designer. Wir haben das Ganze ja in Illustrator schon gemacht. Ich verlinke das Video hier noch einmal. Und jetzt zeige ich dir, wie du auch in Affinity Muster erstellst. Aber ich bin wieder nicht alleine. Mit mir ist wieder der Markus. Hi Markus. Ja, hallo. Ja, hallo Monja. Ja, schön, dass wir hier jetzt in Affinity machen. Ja, Affinity ist ja eigentlich dein Steckenpferd, ne? Also Illustrator war der Markus nie so begeistert von, bis er es denn dann mal richtig, ja, richtig dive deep in, ne? So mal richtig eingetaucht ist. Aber Affinity kann auch eine Menge und Affinity hat natürlich einen Vorteil, einen ganz dicken Vorteil. Es kostet nicht jeden Monat. Affinity Designer ist ein Programm aus der Affinity Suite. Dazu gehört Affinity Publisher und Affinity Photo und jedes kostet so, ja, im Moment zumindest so um die 50 Euro, also recht günstig zu bekommen. Und das Ganze kannst du auch auf der Webseite von denen tun. Und viele, viele Sachen, die wir hier erstellen und die du auch als Grafikdesigner brauchst, die kannst du in Affinity Designer erstellen. Mehr oder weniger ähnlich wie in Adobe. Natürlich gibt es da noch eine Lernkurve, aber es ist machbar. Und da Muster bei uns in unserem Business so wichtig sind, weil wir da so unglaublich viele Sachen mitmachen können, zeigen wir dir heute noch einmal, wie du in Affinity jetzt ebenfalls so ein Muster erstellen kannst. Und ich übergebe mal wieder an den Markus, weil er kennt sich mit dem Programm wirklich besser aus. Ja, in Affinity bin ich zu Hause, das kann man wirklich so sagen. Ich möchte aber, bevor ich die neue Datei einlege, doch wirklich noch einmal beweisen, dass es hier wirklich geht. Ich gehe jetzt mal hier auf das Symbol und werde jetzt hier einfach mal etwas aufmachen und da kann man wirklich sehen, dass ich die Sachen hier so verschieben kann und es auch funktioniert. Ja, wenn du das Video mit Illustrator geguckt hast, dann weißt du, ist das ähnlich, ne? Man kann da genauso reingehen und hat das angelegt wie hier das Symbol und man sieht dann überall das Element, wie sich das verschiebt im ganzen Dokument. Also es ist alles sehr ähnlich, ein bisschen anders vom Layout, aber vom Grundprinzip her, ja, funktioniert das gleich, ne? Genau, wir müssen nämlich hier etwas umdecken und zwar müssen wir hier mit Symbolen arbeiten, so nennt sich das, weil ein Symbol kann man dann, wenn man ein Symbol praktisch verändert, überträgt sich das automatisch auf die anderen. Das geht in Illustrator automatisch, in Anführungszeichen, aber dazu erstellen wir uns jetzt erstmal hier eine Vorlage. Ich gehe jetzt mal einfach auf Datei neu. So, und jetzt müssen wir uns hier erstmal eine Vorlage erstellen, und zwar auf Basis von dem ersten Symbol, was wir als Master-Symbol praktisch ansehen. Und da gebe ich jetzt hier einfach mal die Werte ein. Ich gehe jetzt hier mal wieder auf Pixel und stelle jetzt hier mal ein 4000 Pixel soll es betragen, mal 4000 Pixel. So, und die anderen Werte lasse ich so, wie sie sind. Wichtig ist jetzt hier, dass ich das Artboard einstelle. Das Artboard ist eigentlich dann genauso wie in Illustrator auch. Ich habe meine riesen Arbeitsfläche und meinen großen Arbeitstisch, wenn ich so will, wo ich dann meine Blätter drauf verteilen kann. Und das ist in dem Fall wichtig, weil wir ja zwei Artboards im Grunde haben wollen. So, die Werte lasse ich jetzt hier, könnte ich jetzt auf CMYK erstellen. Das andere ist mir erstmal egal und gehe jetzt hier mal auf Erstellen.
Ja, wir haben es im Prinzip ganz genauso wie in Illustrator, ne? Also ja, wir brauchen keine 300 dpi, mag sein, aber irgendwie sind wir als Grafikdesigner das so gewohnt, ne? Also wir designen immer in 300 dpi und wir haben auch, wenn das Ganze außerhalb des Computers genutzt werden soll, ein CMYK-Farbmodus. Deswegen bitte einmal darauf achten, dass du das hier umstellst und dann, ja, auf Erstellen, dann kann es losgehen. Ja, jetzt habe ich hier meine Fläche praktisch erstellt und jetzt muss ich anfangen, erstmal das als Symbol, ich nenne es auch so, als Symbol zu erstellen. So, und jetzt werde ich hier. Also Symbol ist im Prinzip etwas, was wir so anlegen, dass es sich hinterher wiederholen kann. Ne? Also es ist wie Herr Markus schon sagte, ein Master sozusagen, ein Masterdokument. Das heißt, das, was wir hier drauf machen, soll dann auch auf alle anderen angewendet werden, was wir später angeben werden. Genau, jetzt heißt erstmal das Artboard, also meine Arbeitsfläche heißt erstmal Symbol und jetzt müssen wir praktisch das Symbol erstellen. Und in dem Fall besteht das Symbol erstmal simpel nur aus einem kleinen Viereck, weil da wollen wir ja später was drin designen. So, und jetzt muss ich das erstmal als Symbol deklarieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf Ansicht, Studio und dann gehe ich mal auf Symbole. So. Und jetzt ist es hier schon aufgetaucht, ziehe ich es hier mal raus und sage jetzt hieraus ganz schnöde Symbol erstellen. So, alles, was wir ab jetzt hier reinmachen, würde sich dann auswirken auf das große Ganze, was wir jetzt praktisch zur Kontrolle erstellen. So, ich lasse es jetzt einfach mal, ich schiebe das wieder zurück hier. So, jetzt mache ich meinen Arbeitstisch mal kleiner, weil ich muss jetzt praktisch ein neues Artboard erstellen, also eine neue Arbeitsfläche erstellen, wo sich dann die Symbole wiederholen. Klicke ich also hier oben drauf und jetzt kann ich mir das als Hilfsziel nehmen, könnte das jetzt hier aufziehen und könnte jetzt hier unten gleich sagen, hier habe ich schon mal ein Transformieren-Board, 8000 mal 8000. Warum? Und ja, wirst du gleich sehen, was da passiert. So, und jetzt habe ich hier praktisch mein zweites. Das schiebe ich jetzt mal hier runter. Ich mache das jetzt zu. So, und jetzt ist einfach mein Muster. So. Und was ich jetzt machen kann ist, jetzt sieht man das Symbol zwar hier nicht, weil es dieselbe Farbe hat wie der Hintergrund. Ich kann es ja einfach mal umfärben. Wir können ja auch gleich, weil wir brauchen das sowieso, weil der Hintergrund soll ja beige werden, richtig? Ja, genau. Also gehe ich jetzt hier mal auf Farbe. Wir machen genau dasselbe Muster, wie wir das auch im letzten Video gemacht haben, damit du direkt den Vergleich hast und das ganz genauso machen kannst und vor allen Dingen auch vergleichbar ist, wie das Ganze hier aussieht oder hier funktioniert und wie das Ganze in Illustrator funktioniert. Genau, so. Und jetzt habe ich im Grunde mein Symbol fertig und hier ist jetzt mein komplettes Muster. Was ich jetzt machen muss, ist Folgendes. Ich muss jetzt praktisch das Muster, das Symbol, duplizieren. Hier steht ja auch Symbol in Klammern. Sieht man auch hier an dem orangefarbenen Streifen. Jetzt dupliziere ich einfach das Muster und zwar in das neue hinein. Kannst du nochmal zeigen, wie du das Ganze jetzt dupliziert hast, mit welchem Shortcut oder wie auch immer? Wie hast du jetzt dupliziert? Das wäre jetzt meine Frage. Ja, ich habe jetzt dupliziert. Ich muss mal eben einmal zurückgehen, mache nochmal Command-Z. Ich habe jetzt hier mein Muster drin. Und jetzt kann ich mit der Taste Option drücken, festhalten und einfach das Symbol rüberziehen und loslassen. Das hat nämlich gerade nicht funktioniert. Darum war das ganz gut. Und jetzt habe ich hier mein erstes Symbol drin. Jetzt kann ich hier gucken, dass es hier so anclustert, also anpappt. Und dasselbe mache ich jetzt nochmal. Das heißt, ich drücke jetzt wieder die Optionstaste, linke Maustaste, runterziehen. Jetzt habe ich mein zweites Muster erstellt. Und für alle, die nicht auf dem Mac sind, die drücken nicht die Optionstaste, sondern die Alt-Taste. Die Alt-Taste, genau.
So, jetzt habe ich hier schon 2 Sachen. Und ich demonstriere jetzt mal, was jetzt hier passiert. Mache ich jetzt mal hier, da rein, setze ich jetzt mal irgendein Objekt. Zum Beispiel male ich jetzt mal hier irgendwas rein. Oder jetzt machen wir einen Stern hier rein. So, Stern hier rein. So. Jetzt gebe ich dem Stern mal eine Farbe. Eine andere, ganz extra eine andere Farbe. Jetzt siehst du schon, Monja, guck mal. Ja, jetzt, wunderbar. wenn ich jetzt hier den Stern bewege, dann bewegt sich das. Genau. Jetzt kommt die eine Raffinesse dabei, die wir in Illustrator zugeben als Vorteil haben, aber den wir hier auch simulieren können. Und zwar den Versatz. Den können wir jetzt hier nicht einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach das Kästchen hier nebenstelle, habe ich die Gefahr, dass das Muster einfach zugleich aussieht. Also wir haben jetzt erstmal den Stern gelöscht, ne? Also den brauchten wir ja jetzt nicht mehr. Deswegen ist der jetzt erstmal gelöscht. Und damit das Muster jetzt nicht zugleich aussieht, versetzen wir das Ganze noch einmal. Also, genau. Markus, wie geht das? Also ich nehme jetzt erst nochmal das Muster hier, ja, und werde das nochmal kopieren. Und zwar hier rüber. So. Gucken, dass es hier passt, rastet. Dazu hilft mir hier die Symbole hier, helfen mir magnetische Ausrichtung. Dann zeigt er mir das auch automatisch an. Das ist übrigens in Illustrator auch so. So, jetzt habe ich aber das Problem, ich will es jetzt verschieben. Und zwar habe ich mir überlegt, um 2/3 verschieben. Was mache ich deswegen? Also gehe ich jetzt einfach mal hin und ziehe mir hier eine Hilfslinie. Dazu will ich jetzt erstmal gucken, ob ich die Hilfslinien eingeschaltet habe. Hilfslinien einblenden sind eingeschaltet. So, jetzt nehme ich mir hier eine Hilfslinie raus. Wenn das bei dir nicht ist, kannst du das natürlich hier immer nachholen. Ne? Genau. Jetzt setze ich hier auf 2666. Und da ich das hier so schwer kann, könnte ich jetzt versuchen zu ziehen, ist mir aber viel zu anstrengend, lasse ich die mal los und gehe jetzt nochmal hin und sage Ansicht, Hilfslinien konfigurieren und kann jetzt hier einfach meine 2666 einstellen. Doppelklick drauf. Ja, warum 2666? Wir haben jetzt das Dokument in 8000 mal 8000 angelegt und wir haben das jetzt im Prinzip 3 geteilt. Ne? Und dadurch, dass das jetzt in 3 Teile geteilt ist, 8000 durch 3 sind 2666 und um die verschieben wir das Ganze jetzt, damit das nicht so ähnlich oder nicht so gleich aussieht. Ne? Genau, und jetzt gehe ich einfach hin und dupliziere das einfach nochmal nach oben hin. Ja. So, dockt das hier auch schön an. Man kann es immer sehr schön an den Hilfslinien erkennen. Und dockt das nochmal unten an. Jetzt haben wir das auf der linken Seite noch nicht gemacht. Ist das schlimm? Oder passiert das automatisch oder musst du das noch machen? Nee, also jetzt habe ich hier, ist praktisch mein Dokument hier fertig. Auf der rechten Seite. Ich habe jetzt hier alles fertig und wenn ich jetzt hier drauf anklicke, also ich zeige dir jetzt sofort, jetzt funktioniert das Muster schon. Das heißt, ich möchte jetzt hier mal einen Stern erstellen. Jetzt sieht man schon, was passiert. Okay, also rechts ist es jetzt versetzt, aber hier auf der linken Seite, da ist es ja jetzt noch nicht versetzt. Ne? Also da müssten wir es jetzt nochmal machen. Nein, das bleibt jetzt so und dann muss man einfach nachher gucken. Das heißt, wenn ich das Muster erstellt habe, kann ich jetzt nochmal rüberklicken, dann kann es passieren, dass wir hier Lücken haben. Und die müssen wir dann einfach mit zweiten Objekt ergänzen. Das ist leider der Nachteil hier, aber ich finde es eigentlich gar nicht schlimm. Wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, geht das ganz gut. Okay, also wir brauchen es nicht auf beiden Seiten rechts und links versetzen, sondern versetzen es nur auf einer, damit eben wirklich dieser Versatz auch drin ist. Weil wenn wir jetzt auf der linken Seite das wieder versetzen, dann haben wir es ja wieder gleich. Du hättest nur eine Verdopplung. Genau, du hättest nur eine Verdopplung, bringt aber nichts. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal uns die Symbole reinzuladen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen das über ein sogenanntes Asset. Das heißt Studio und dann machen wir ein Asset hier rein und wir legen auch ein neues an. Können wir jetzt ein neues anlegen, neue Kategorie erstellen oder neue Unterkategorie erstellen. So, das nehmen wir dann auch um. Monja, wie soll es heißen? Ja, wir bleiben doch bei Boho, ne? Genau. Dann gebe ich mal ein Boho und sage hier okay. So, und jetzt kann ich mir die Elemente, die ich brauche, einfach hier reinziehen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm nehmen und den mal kleiner machen, weil ich habe im Hintergrund ja meine Bohos
meine Symbole noch von eben drin stehen. Ziehe jetzt mal einfach eben das hier ein bisschen rüber. Da ist mein Rainbow. So. Und klatsche jetzt hier einfach mal an die Seite. Braucht man ja nur einmal machen. So. Und werde jetzt einfach meine Symbole hier markieren. Also alles, was PNG ist, muss jetzt markiert werden und das ziehst du dann per Drag and Drop im Prinzip hier rein. Oder du kannst natürlich auch einfügen, aber wir machen es jetzt einfach mal so. Also einfach markieren und dann wird das da reingezogen. Genau, ich ziehe jetzt einfach nur mal, markiere das Ganze mal und ziehe es jetzt erstmal hier einfach rein. Ich habe ja hier auch die Möglichkeit, die Symbole hier abzulegen. Geht also auch. So. Und jetzt sind die alle auf einem Haufen, ist aber gar nicht schlimm, weil jetzt nehme ich einfach die und ziehe die hier einfach rein. Ja, ich docke das besser hier an. Man kann die nämlich hier auch andocken, die Sachen. Hier, so. Und jetzt will ich die einfach hier aufklappen und hier reinziehen. Jetzt hat er jetzt so eine Linie erstellt. Hast du vielleicht kurz gesehen, so eine blaue Linie. Mache ich jetzt wieder groß. Und jetzt sind die Sachen alle drin. Jetzt kann ich die erstmal hier löschen, weil das Chaos will ich ja nicht haben. Ja, also die Assets sind eine ganz tolle Sache. Ne? Wenn alles, was du brauchst, kannst du im Prinzip in einen Ordner in dem Programm reinpacken und dann halt immer das von links nach rechts rüberziehen und von dort benutzen. Also ich finde das eine ganz tolle Sache. Also das wäre schön, wenn Illustrator das auch hätte. Ja, finde ich auch. Und das Schöne ist auch, man kann die Sachen auch exportieren, den ganzen Satz. Und zu dir zum Beispiel kannst du dann wieder importieren oder man kann sie auch mitnehmen. Und das Schöne ist auch, die Assets sind auch in jedem Dokument verfügbar. Ich habe nämlich leider das Problem, dass in Illustrator manche Sachen nur für das eine Dokument zur Verfügung stehen. Und hier habe ich halt die Assets einmal angelegt und da kann ich die einfach jetzt rüberziehen, wenn ich die haben muss. Ich wollte noch kurz zeigen, ich habe jetzt hier unser Muster, die will ich jetzt sperren, weil da muss ich ja nichts mehr verschieben. Ich könnte höchstens die hier rausnehmen. So, und jetzt kann ich anfangen, mein Design zu machen. Ich fange jetzt hier mit dem Symbol an. Ich muss nur darauf achten, dass ich hier unten halt drauf designe, weil wenn es darüber rutscht oder darunter rutscht und nicht im Symbol drin ist, dann funktioniert es nicht. Aber man kann es ja schnell schieben, ist kein Problem. So, jetzt kann ich anfangen, hier meine Symbole zu setzen. Wie du siehst, Monja, guck mal, wie schön jetzt hier alles funktioniert. Jetzt kann ich die anfangen, hier einfach reinzusetzen. Und wie du schon weißt aus Illustrator, das ist jetzt wieder so eine Fummelaufgabe, ne? Also man fummelt so lange hin und her, bis man alles hübsch ansehnlich hier in seinem Muster verteilt hat. Und ja, darum geht's jetzt, ne? Also du versuchst einfach, dein Muster schön aussehen zu lassen. Und du siehst auch schon, das wird immer abgeschnitten richtig und dann auf der anderen Seite wiederholt. Das kannst du hier in den Symbolen prima sehen. Und ja, es ist jetzt einfach nur noch eine Fleißaufgabe, ne? Also alles so zu schieben, bis man es zu einem ansehnlichen Muster verarbeitet hat. Genau, Monja, und da ist der Sonderfall, den ich eben sagte, der in Illustrator automatisch geht. Hier muss man aber darauf achten. Darum habe ich hier im Grunde 4 Kontrollsymbole angelegt. Ich habe jetzt hier nämlich das abgeschnitten. Das kann er jetzt nicht wiederholen. Aber jetzt gibt es einen tollen Trick. Und zwar klicke ich jetzt das Symbol hier, ist das schon angeklickt? Optionstaste und die Umschalttaste drücken, dann kann ich das nämlich so ziehen und dahin ziehen, wo ich es haben muss, meinetwegen hier. So, und jetzt muss ich jetzt leider einmal deckungsgleich drüber legen. Wenn ich jetzt nicht genau sehen kann, lege ich jetzt grob einfach mal hier hin und jetzt mache ich ganz was Tolles. Jetzt kann ich hier umschalten auf Gitter. So, und dann kann ich nämlich sehen, dass sie nicht genau beieinander liegen. Wenn ich jetzt mal größer schalte, kann ich jetzt mit der Maus hier so lange das Symbol verschieben, bis es deckungsgleich drüber ist. So, und dann brauche ich auch keine Angst haben, dass das Muster komisch aussieht. Jetzt gehe ich wieder zurück, schalte ich wieder um. Das hat übrigens noch eine andere Bewandtnis, ist nicht ganz unwichtig bei Mustererstellung. Wenn die Muster größer werden, dann wird der Rechner schlapp. Und dass der Rechner nicht schlapp wird, kann man jetzt hier sagen, wenn man einen guten Monitor hat, also 5 Megapixel und mehr, dann kann man hier auf Retina schalten oder auf normale Standard, dann sind jetzt zwar ein bisschen verpixelt aus,
ist aber nicht für den Ausdruck, sondern nur für die Darstellung am Monitor. Kann man das halt umschalten. Ja, und jetzt kann ich fröhlich, jetzt habe ich meinen Bogen hier fertig, jetzt kann ich hier fröhlich meine ganzen Sachen erstellen. Kann ich einfach wieder schieben und tun und machen. Und so lange, bis ich damit zufrieden bin. Und so habe ich dann irgendwann auch mein Muster erstellt, was ich ja schon fertig habe, auf der anderen Seite hier. Übrigens ist auch noch toll zu wissen, die Vorlage, die ich mir einmal mühsam erstellt habe, kann ich auch als solche speichern. Dann kann ich einfach immer wieder darauf zurückgreifen. Sollen wir das auch mal zeigen, Munir, oder? Aber klar. Super, okay. Das hieß aber jetzt mal, wenn ich jetzt meine Vorlage fertig habe, ich zeige das mal kurz mit den Symbolen, ist ja nicht schlimm, könnte ich auf Datei gehen und dann auf als Vorlage exportieren. Also du würdest natürlich das bereits machen, bevor du die ganzen Elemente dort angeordnet hast, weil ansonsten kommen natürlich bei jedem neuen Mal, wenn du das Ganze öffnest, immer wieder deine Elemente mit da rein. Deswegen besser ist es, wenn du wenn du halt hier die Elemente nicht drin hast, ne? Logisch. Ich mache das nochmal eben kurz. Ja, ich lösche die nochmal schnell. Ne? So, dann haben wir es einmal richtig. Jetzt sage ich nämlich Datei als Vorlage exportieren. Dann gebe ich dem Ganzen einen Namen. Wie du sehen kannst, Monja, habe ich hier schon ganz viele gemacht. Ja. Und ich speichere jetzt mal nicht ab. Ich zeige das mal kurz, wie es dann aussehen würde. Datei neu. Und jetzt habe ich nämlich hier einen Vorlagenordner, den ich mir selbst angelegt habe. Ja, und dann kannst du halt deine Vorlage rausholen. Genau, da ist es nämlich drin. Wenn ich jetzt mal aufrufen würde. So, jetzt siehst du, Ammonia, jetzt habe ich das nämlich genau dasselbe wie gerade und kann jetzt hier anfangen, hier meine Farbe zu setzen. Übrigens, da lasse ich nicht von irritieren. Das sieht jetzt aus, als wenn es nicht ganz bündig wäre, ist aber im Export dann bündig, ist manchmal eine Darstellungssache. Ja, und jetzt kann ich hier genau wieder anfangen, hier meine Sachen zu designen, zu machen, wie ich das auch drüben gemacht habe. So, wie du siehst. Wunderbar. Und dann, wenn ich fleißig war, habe ich dann halt dieses Muster. Jetzt können wir es nochmal exportieren, damit wir so vergleichbar haben. Wir haben das ja in Illustrator auch gezeigt. Jetzt einmal das, was hier exportieren. Natürlich einmal als Affinity-Datei und einmal auch als Datei, die wir dann für Redbubble und Co. nehmen können, um das da hochzuladen. Genau, und da gibt es nämlich hier eine kleine Besonderheit und ehrlich gesagt eine ganz, ganz tolle Sache. Und zwar habe ich ja im Grunde hier 2 Blätter, wenn man so will. Und jetzt gehe ich mal auf Datei, Exportieren. Und dann habe ich hier den Dialogfeld. Und jetzt kann ich hier auswählen, was will ich denn exportieren. Jetzt sieht man hier, das Artboard heißt Symbol und das heißt hier Report. So, jetzt kann ich mich hier auswählen, was will ich denn exportieren. Das ganze Dokument oder halt nur den hier, weil den will ich ja benutzen für Redbubble und das ist ja nur praktisch das ist ja die Kontrolle, wo ich drauf designe. Jetzt sage ich hier einfach den Report exportieren und jetzt gehe ich auf Exportieren und jetzt gehe ich mal in meinem Ordner, den ich gerade hatte, Rainbow und jetzt kann ich hier sagen Exportieren. Ich mache jetzt hier aber mal noch ergänzend ein Muster rein, sonst schreibt ihr mir das gleich, sichern. So, das ist jetzt exportiert. Und die Datei natürlich speichern kann ich genauso. Datei, speichern unter in dem Fall. Und dann gehe ich mal, ich habe die jetzt versehentlich verkehrt wohl abgelegt. Jetzt gehe ich aber hin und sage mal Schreibtisch, Rainbow, weil da hatte ich sie ja drin. Und sage ich nochmal sichern. Und jetzt glaube ich zu wissen, dass sie auch mit drin ist. Ja, da ist sie doch. Da ist von unten, genau. Da haben wir die Affinity-Datei. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir alle Dateien drin. Also du siehst, du kannst es in ganz unterschiedlichen Programmen machen. Also es ist nicht nur Illustrator-tauglich, du kannst es auch in Affinity machen. Das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Dafür gibt es zum Beispiel die Assets, was natürlich auch ein ganz dicker Vorteil ist. Also es liegt wirklich an dir, was dir da besser gefällt. Machbar ist es in beiden Programmen. Vielleicht noch ein Schlusswort dazu. Das Schöne ist, Affinity-Seite gibt es ja auch für das Tablet und man könnte das auch wunderschön auf dem Tablet machen, auch mit dieser Vorlage. Und für viele, wenn du gerne mobil arbeitest, ist das eine tolle Sache, habe ich auch schon ausprobiert. Da kann man ja sogar mit Stift arbeiten.
geht genauso leicht von der Hand. Macht Spaß. Wohl wahr. Also, Muster machen Spaß. Das hast du hoffentlich gelernt in den letzten beiden Videos. Und ja, wir machen weiter mit unserer Serie. Aber jetzt haben wir erstmal das Thema Muster abgehandelt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du weißt jetzt auch, wie man Affinity Designer nutzt, um dort nahtlose Muster zu erstellen. Und ich hoffe, du hast ganz, ganz viele Ideen, was du da machen kannst. Da kann man einfach mal ein bisschen surfen. Es gibt unglaublich viele Ideen für ein Muster. Und wenn du mal auf Society6 oder Redbubble oder sonst wo herumguckst, dann siehst du auch schon, ja, das ist gefragt und das jetzt weniger. Ne? Schau dir genau an, was gefragt ist und dann mach natürlich dein eigenes. Nachmachen gilt nicht. Ne? Das machen wir natürlich nie. Wir wollen ja nicht kopieren, wir wollen uns inspirieren lassen. Und das darfst du natürlich. Aber da kannst du auch auf Pinterest gehen und da mal reinschauen. Da gibt es auch immer wieder was zur Inspiration. Und auf diese Weise hast du hoffentlich bald eine große Bibliothek an schönen Mustern, die du auf verschiedenen Seiten verkaufen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.